Du kennst das. Du löst ein Problem im Unternehmen und 2 Monate später steht dieses wieder an der exakt gleichen Stelle. Neue Qualitätsoffensive, neues Organigramm, neue Strategie. Und 2 Jahre später wirkt es, als hätte nie jemand angefangen. Man hat viel versucht, wie Kapazität hoch, Kapazität runter, zentralisieren, dezentralisieren, kaufen, verkaufen. Und privat ist es nicht anders, da läuft es genauso. Du ziehst eine Diät durch, dann kommt der Stress, dann willst du wieder mit der Diät anfangen, dann kommt der Stress. Es fühlt sich nicht wie Fortschritt an, es fühlt sich nach Pendeln an. Ich habe in der Zeit als Unternehmensberater verstanden, warum das passiert. Die zugrunde liegende Struktur bestimmt dein Verhalten. Das ist radikal einfach, aber auch sehr unbequem. Weil es bedeutet, wenn du nur Symptome bekämpfst, gewinnt die Struktur am Ende immer. Ich bin Wirtschaftsingenieur und seit Jahren zwischen Industrie, Beratung und KI-Projekten unterwegs. Und dieses Prinzip sehe ich überall. Es ist in Produktionslinien, in Projektorganisationen und auch in gewissen Incentive Systems wie Karrieren. Und in diesem Video zeige ich dir, wie strukturelles Denken funktioniert. So, dass du es sofort im Alltag nutzen kannst. Im Idealfall gehst du raus aus deinem Dauerproblemlöse-Mindset und fängst an, die Kräfte dahinter zu sehen. Damit meine ich Regeln, Anreize, Entscheidungen und auch Informationsflüsse. Ich gebe dir dafür 5 klare Denkbewegungen und am besten keine Theorieshow in der Hoffnung, dass es dir was hilft. Erstens, hör auf, Verhalten zu beurteilen. Fang an, Struktur zu lesen. Weil viele Organisationen sind stolz auf Problemlösermentalität. Es klingt immer bockstark, wenn das McKinsey sagt. Aber du kannst jeden Brand löschen und trotzdem in einem Haus leben, das ständig wieder Feuer fängt. Und wenn ich Struktur sage, dann meine ich nicht nur ein Organigramm. Ich meine ganz konkret, welche Ziele zählen wirklich im Alltag und nicht auf irgendwelchen Slides. Welche Anreize steuern Entscheidungen? Wer darf was entscheiden und wer muss um Erlaubnis bitten? Stell dir auch die Frage, welche Regeln gelten, auch wenn sie niemand aufgeschrieben hat. Solange diese Dinge gleich bleiben, drückt jede neue Initiative nur kurz aufs System. Danach schiebt sich die Struktur alles zurück in den alten Zustand. Und du kennst das sicherlich auch. Externe kommen, machen starke Workshops, alle sind motiviert und 2 Jahre später fühlt es sich so an, als wäre nie etwas passiert. Das liegt selten an einzelnen Personen, das liegt fast immer an der Logik der Struktur. Und wenn dich jetzt ein Verhalten von einem Kollegen oder einer Kollegin nervt, dann stell dir eine Frage, bevor du jemanden bewertest. Welche Struktur macht dieses Verhalten für diese Person logisch? Zweitens, wenn etwas immer wieder hin und her geht, dann such nicht nach Motivation, such nach dem Muster. Struktur erzeugt typische Verläufe. Eine der häufigsten Oszillationen, also pendeln statt vorwärts kommen. Was heißt jetzt Oszillation in der Praxis? Vielleicht erkennst du dich hier wieder. Wir stellen ein, es gibt einen Stopp. Wir stellen ein, es gibt einen Stopp. Entscheidungen dezentral, dezentral, zentral. Fokus auf Vertrieb, Fokus auf Produkt und zurück. Das ist kein Zufall. Das ist das System, das Gleichgewicht sucht. Du drehst an einem Punkt, der nicht zum Rest passt. Und später kommt die Gegenbewegung. Jetzt mach das mal praktisch. Nimm die letzten 12 bis 24 Monate. Welche 2 Themen habt ihr mindestens 2-mal neu ausgerichtet? Und wenn du diese Schleife siehst, hast du ein Signal. Du schaust gerade direkt auf Struktur. Der 3. Punkt ist sehr relevant und wurde mir in der Unternehmensberatung klar. Stell Ergebnisse vor Aktionen. Spannung entsteht nur, wenn du Ist und Soll sauber trennst. Viele Teams arbeiten nach Alarm. Was brennt? Was ist laut? Welche Zahl ist rot? Und dann kommt Aktion, viele Aktionen. Aber strukturelles Denken dreht das um. Du startest mit 2 Punkten. Wo stehen wir heute? Messbar, ohne Beschönigung. Wo wollen wir hin? Genauso messbar. Zwischen diesen beiden Punkten entsteht Spannung. Und jetzt kommt der unangenehme Teil. Das System baut diese Spannung ab. Auf 2 Ebenen. Entweder du machst das Ziel kleiner oder du hebst die Realität an. In der Praxis sehe ich oft das Gegenteil. Man redet sich das Ziel schön, damit es nicht wehtut, wenn man es nicht erreicht. Die Realität macht das aber sichtbar. Wenn du strukturell denken willst, hast du dieses Ziel stabil und du machst einen Schritt nach dem anderen. Ein guter Leitsatz zum Reinkommen ist, in 3 Monaten erreichen wir X, gemessen an Y mit Hilfe von Z. 4. Starte mit nichts. Park deine Lieblingserklärung. Wenn du etwas Neues siehst, springt dein Kopf sofort an. Kenn ich, schon mal erlebt. Das ist wieder Silo-Denken. Das ist auch voll normal. So funktioniert Erfahrung. Aber Vergleichen ist noch kein Denken. Vergleichen ist Kategorisieren. Strukturelles Denken beginnt da, wo du diese Reflexreaktion kurz stoppst und eine ehrliche Frage stellst. Warum passiert genau das, was ich gerade beobachte? Newton ist ein gutes Bild. Der Apfel fällt runter, Alltag. Und dann diese eine Frage.
Warum fällt dieser Apfel? Oder nimm die Buchhaltung. Ein guter Buchhalter schätzt nicht ungefähr wie letztes Jahr. Er schaut auf die Realität, wie sie ist. Und jetzt übertrag diesen Reality-Check auf Meetings. Wenn du merkst, wie du innerlich schon deine Standardgeschichte abspulst, drück kurz Pause. Dann frag, welche Fakten liegen hier wirklich auf dem Tisch. Nicht, was denke ich darüber, was denken die anderen darüber, sondern was stimmt gerade sicher. Der 5. Punkt ist auch sehr, sehr spannend. Denk in Bildern und frag so, dass das Bild schärfer wird. Sprache läuft linear. Struktur arbeitet über Beziehungen und Zeit. Deshalb brauchst du ein inneres Bild. Wenn jemand dir ein Problem beschreibt, stell dir vor, du filmst die Szene. Wer spricht mit wem? Wer wartet auf wen? Wo stoppt Information und wer entscheidet das Ganze am Ende? Und hier kommt die wichtigste Fähigkeit. Gute Fragen stellen. Ich habe das schon oft in meinen Videos erzählt. 4 Fragetypen reichen hier schon oft. Erstens Informationsfragen, um das Bild komplett zu bekommen. Wo genau passiert das? Seit wann? Bei welchem Produkt? Und wie oft? Zweitens Klarstellungsfragen, um Wörter zu erden. Was heißt in deinem Fall Qualität? Was heißt Ausschuss, Reklamation, Termintreue? Drittens Implikationsfragen, um Annahmen sichtbar zu machen. Wenn wir das ändern, welchen Effekt erwartest du konkret und warum? Viertens, Diskrepanzfragen, wenn Aussagen nicht zusammenpassen. Du nennst es ein Erfolgsjahr, aber der Umsatz sinkt. Woran machst du den Erfolg denn fest? Wenn du so fragst, bleibst du bei der Realität und du schärfst Struktur statt wilde Theorien. Kleiner Bonus aus dem Alltag. Wenn du schneller Klarheit willst, nutzt Tools wie Claude, Gemini, ChatGPT als Sparringpartner. Gib deine Beobachtungen rein und sag, trenne Fakten und Interpretationen. Formuliere mir 10 gute Klärungsfragen. Das ersetzt jetzt nicht dein Denken, aber es spart dir Zeit beim Sortieren. Wenn du diese 5 Denkbewegungen aus der Unternehmensberatung ernst nimmst, passiert etwas sehr Praktisches. Du siehst Systeme statt Einzelszenarien. Du erkennst Muster über Zeit und nicht nur den Stress von heute. Du führst Projekte klarer, weil du an Ursachen arbeitest und nicht am nächsten Symptom. Und du nimmst Rückschläge weniger persönlich, weil du die Logik hinter Menschen, Entscheidungen und Systemen erkennst. Was ich damit sagen will, ist, dass Verhalten selten zufällig ist. Struktur erzeugt es. Wie strukturiertes Denken und strategische Entscheidungen von künstlicher Intelligenz, die der menschlichen schlagen, habe ich in diesem Video über AlphaGo erklärt. Wir sehen uns dort. Bis gleich.